Oh, hallo, hier bin ich beim Silbensteinspeicher. Ich schätze mal, es wird diesmal eine sehr Cappuccino-freie Tour. So, drin im Wasser. Jetzt fahren wir erstmal dahinter, den ganzen See aus, an der Staumauer vorbei und dann am Fluss und unter die Brücke durch. So, jetzt geht es da hinten in einen Schlauch rein. Schauen wir mal, wie weit wir reinkommen. Also sieht hier schon wieder sehr flach aus. So. Weiter geht's nicht. Echt schade, aber dann muss ich mal her, wenn es höheren Wasserstand hat. So da hinten reinfahren, in die Schlucht da rein. Und garantiert ganz interessant. Ja, da ist die Stelle, wo wir rein sind. Und jetzt fahren wir dahinter, Richtung Staumauer. So, wir haben jetzt einen ersten Blick auf die Staumauer.
So, jetzt geht es da noch einen Schlauch hinter. Ich habe schon gedacht, das ist hier das Ende, aber es geht weiter. Also das ist wirklich kaum zu glauben. Hier gibt es einen Biber. Und dann ein richtiger Hochbau. Da kann der Wasserstand gut steigen. Der geht bis da oben hinter die Burg. Respekt. Der ist auf fast jedes Hochwasser ausgerichtet. Komisch. Hier ist eine Kette mit Baumstämmen. Aber kein Verbotsschild. Keiner Seite. Da sind noch Stand-Up-Paddler drin. Dann kommen sie gerade mit Boot runter. Also an der Seite ist man dran vorbeigekommen auf der linken. Also kein Verbot, das heißt vielleicht nur eins, vielleicht ab hier Segeln verboten. Keine Ahnung, aber ich werde es feststellen. So, Engel überwunden. Aber da hinten soll es eng werden, da sind gerade 5 Boards drin. Da soll es richtigen Stau haben. Naja, schauen wir mal. Oh, jetzt geht es da in den Engpass da rein. Ist ja echt so innen dran. Oh, und da ist der Stau. Da ist der Stau. Hallo. Danke. So.
Okay, weiter scheint es nicht zu gehen. Nicht bei dem Wasserstand. Aber fahren wir mal bis hin, bis wir auflaufen. Ach hier, es nur diese einen blöden Wurzel, dass ich nicht da weiterkomme. Aber die Felsen sind total glatt und rutschig. Das lasse ich lieber besser mal. Ah, jetzt weiß ich, warum Gumpenspringen in der Isar verboten ist. Da hat es einen Gumpen. Ja. Oh. In 2-3 Wochen auf YouTube. Ja, sehr gut.
Biber Klaus 1. Ach so, wo man sitzen meinst du? Genau. Biber Klaus 1. Wirst du so oder so? Draußen aus der Schlucht. Und jetzt geht es wieder zurück. Dann noch mal kurz um die Brücke durch. Noch die Bucht ausfahren und dann haben wir es heute geschafft. Aber das ist echt schön, die Bucht. Hat mir gefallen. Die Schlucht. Hat mir echt gefallen. So, und ich habe hier meine Lieblingsdisziplin. Gegen den Wind. So, wieder zurück. An der Absperrung. Aber da rechts kommt man vorbei, sogar mit Finne. Oh, der Wind wird immer stärker. Der Wind wird immer heftiger, aber schön ist, ich habe einen See für mich alleine. Aber bei dieser Windstärke, ich habe nur 4 Minuten drunter, dann ist das irgendwann, das ist halt doch ganz schön rasant, wenn man mal kurz aufhört. Jetzt bin ich zurück, direkt vor der Staumauer, und kaum ist der Wind mal weg, wird man gebraten. Ja, das sind nochmal schöne Säulen. Jetzt werde ich nur irgendwie so römisch-griechisch tarnen sollen. Ja, jetzt hat der Wind plötzlich gedreht. Jetzt habe ich ihn im Rücken. Jetzt ist die Brücke voraus. Und gerade eben waren wir an den Abschnitt dabei, wo die Sittenpolizei mal vorbeischauen sollte. Lauter Nackte. Okay, dahinter werden wir schon gut kommen, aber zurück, naja, bei dem Wind, da hilft dann mal der liebe Gott. Aber ich fahre dahinter. So, jetzt mal ein Blick Richtung Staumauer, die man jetzt leider nicht mehr sieht. Oh, da will ich jetzt noch hinter. Da an der Brücke ist mein Landeplatz. Und wie gesagt, jetzt geht es erst noch mal da rein. Und kaum so unter der Brücke durch, das ist, der Wind dreht. Es wird schwer hinterzukommen. Raus geht es wieder leicht. Ja, es wird ziemlich schwer dahinter zu kommen. Der Wind wird eigentlich immer stärker. Aber ich schätze mal, jetzt kriege ich Regen ab. Das sind Regenwolken. Da hast du Schlierer. Aber jetzt will ich bis hinter. Egal. Wenn ich ganz viel Glück habe, unglaublich viel Glück, gibt es da ein Cappuccino. Ich habe schon sehr viel Glück. Aber da habe ich vielleicht eine Chance. Hier geht noch eine kleine Bucht rein. Oh, aber ich glaube, die sind nicht allzu groß. Ja, hier ist dann Ende mit der Bucht. Ein Blick raus aus der Bucht. Hier sieht noch dann schön wieder die Brücke.
Oh, da ist wieder eine Bucht oder sogar eine Insel, keine Ahnung. Schauen wir mal, was da hinten passiert. Da fahren wir nicht mal weiter rein. Hier handelt es sich um ein sehr gefährliches Gebiet für Luftboote. Wenn es da so Stank irgendwo knapp unter der Wasseroberfläche hat, so wie auf was ich gerade vorbeitreibe, etwas tiefer, dass man es nicht sieht, dann könnte es problematisch werden. Ja, da vorne hat es 2 Buchten. Frage, eventuell ist da eine Bucht der Eingang zur Isar. Bin mal gespannt, wie weit die rauf jetzt kommen. Wahrscheinlich nicht weit. Richtig komisch aus. Der weiße Streifen da oben. Jetzt geht er voraus, nochmal verengen. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Die verschiedenen Farbfärbungen vom Wasser. Richtig abgeschnitten. Ich schätze mal, hier wird ein Ende sein. Aber schauen wir mal, vielleicht kommen wir da rechts noch weiter. Hier ist Ende an diesem Arm und mein Bierchen steht auch schon da. Jetzt sind wir hier rausgekommen und dann kann ich wieder stehen, jetzt fahre ich in das auch noch rein. Vielleicht geht es doch weiter als gedacht. Es geht viel weiter als gedacht. Geht noch um die Kurve rum. Ich bin ja mal gespannt. Ja, okay, weiter bis um die Kurve ging es dann doch nicht mehr. Wieder eine Abzweigung. Jetzt geht es ja wieder ganz raus. Und bis etwa dahin und dann nach rechts. Ups, nach rechts. Und da ist dann nochmal eine Bucht. Wenn ich wieder stehen, daneben dran, links, hast du doch mal eine Bucht. Da muss ich natürlich rein. Hier ist so eine Bachstelze. Aber hier ist es auch in diesem Altabend-Feierabend. Auch zum nächsten. So sieht es gut aus. Das sieht nach der Isarmündung aus. Schauen wir mal, wie weit ich hochkomme. Okay, habe gerade festgestellt, da kommt mir eine ganze Gummotex-Flotte entgegen. Es ist hier biebrig, da hat es eine wunderschöne Biberrutsche. In die Innenkurve rangepirscht. Schauen wir mal, ob wir noch die Stromhälle durchbrechen können, weil dahinter hat er noch mal ein etwas ruhigeres Stück. Vielleicht kommen wir da rein. Schauen wir mal. Volle Kraft voraus. So, der Plan hat gerade mal so geklappt. Aber da schaut es natürlich jetzt etwas sehr heftig aus. Aber bis dahin fahren wir natürlich. Noch da reinzukommen. Schauen wir mal, vielleicht kommen wir noch bis dahin. Das wäre es ja. Es geht flott zurück.
Ja, hurra! Ich habe dieser biberig ausschauenden Gegend auch den Biberbau entdeckt. Hurra! Oh, jetzt hast du auch noch mal was, genau noch was hinter. Da fahren wir auch noch mal schnell rein, wenn wir eh schon da sind. Es geht überraschend weit hinter. Hier ist es endgültig Ende wieder. So gerade noch hier bisher geschafft. Also ein bisschen Kehrwasser, wo man halt reinfahren können. Schlecht filmen, ich werde natürlich versuchen, so weit wie möglich doch noch hochzukommen. Aber ich schätze mal, da ist dann gleich Feierabend. So, wieder auf dem Rückweg. Vielleicht noch 2 Meter geschafft und dann war es das. Aber auch nicht anders zu erwarten. Mein Wertach-Biber müsste mal bei dem Biber in die Lehre gehen. Wie baut man einen strömungsresistenten Bau? Der scheint das voll drauf zu haben, der Biber. Der hier. Es war richtig schön da hinten drin. Hat sich rentiert, da durch Wind und Wellen durchzukämpfen. So, und jetzt auf geht's wieder zurück Richtung Auto. Wie witzig, jetzt wieder die totale Flaute. Kein Lüftchen. Ja, da parkt die Gummotex-Flotte. Oh, jetzt bin ich fast da und habe es echt feststellen müssen, dieser See ist eine Cappuccino-befreite Zone. Da gibt es für mich keinen Cappuccino. Das habe ich bei Wasserbass gab es immer dann Spezi. Wieder drin, ein Spezi gestärkt, also so es gibt, ein See, ein ziemlich großer und kein einziger Cappuccino gibt es da, nichts, der bodenlos, aber ich glaube, ich werde überleben, es ist nicht mehr weit, da vorne sieht man schon die Brücke. Sagen, so mit dem Wetter habe ich echt ein Riesenglück gehabt. So, bevor ich das Auto da ist von der Brücke hole, zum Landesteg fahre, lande ich da und gehe da ein paar Stufen hoch, weil genau da oben, wo die Stufen enden, steht das Auto. Mache ich so. So, war eine sehr schöne Tour. Am einen Ende die Klamm oder Schlucht, wie man es nennt. Auf der anderen Seite die Isarmündung mit dem Flussdelta. Ein Wermutstropfen, kein Cappuccino. Am ganzen See, das müsst ihr euch mal vorstellen. Am ganzen See keinen einzigen Schluck